Wir haben Michael Siegrist, der verschiedene Formen von Vertrauen unterscheidet. Der Vortragstitel ist Vertrauen, Opium für das Volk oder Schmiermittel für die Gesellschaft. Michael Siegrist ist seit 2007 Professor für Consumer Behavior an der ETH Zürich. Er hat eben dort Psychologie studiert, Betriebswirtschaftslehre und Publizistikwissenschaft und 1994 auch dort, an der Uni Zürich, nicht an der ETH, promoviert und dort auch studiert. Zu den Forschungsschwerpunkten von Professor Siegrist gehören unter anderem Risikowahrnehmung, Risikokommunikation und die Akzeptanz neuer Technologien. In zahlreichen Forschungsarbeiten hat er den Einfluss von Vertrauen untersucht und wird uns hier seine wichtigsten Erkenntnisse mitteilen. Herzlich willkommen und vielen Dank. Bevor wir auf unterschiedliche Formen des Vertrauens eingehen, möchte ich die Frage stellen, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Modelle, aber ein ganz einfaches Modell geht davon aus, dass wir eigentlich zwei Entscheidungssysteme haben. Wir haben das erfahrungsbasierte System, bei dem Affekte eine wichtige Rolle spielen, bei dem assoziative Beziehungen, Metaphern, Erzählungen, Bildern eine sehr wichtige Rolle spielen in unseren Entscheidungen. Das ist ein System, das sehr schnell funktioniert. Wir haben dann ein zweites System, das analytische System, bei dem eben die Realität in abstrakten Symbolen, Wörtern und Zahlen dargestellt wird. Sehr langsames System. Hier spielen Logik und Analytik eine wichtige Rolle. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine System wichtig ist und das andere unwichtig oder das eine gut und das andere nicht gut. Beide sind wichtig, beide sind essentiell. Und wenn ich Sie jetzt die Frage stelle, wie haben Sie Ihren Lebenspartner ausgewählt? Haben Sie das analytische System benutzt? Haben Sie eine Multikriterienanalyse durchgeführt? Haben Sie sich überlegt, ja, Pünktlichkeit ist so wichtig für mich, Kandidatin A, Kandidat A schneidet so ab bezüglich Pünktlichkeit, der andere Kandidat so, dann haben Sie das multipliziert, aufsummiert und haben dann entsprechend für jeden potenziellen Kandidaten einen Wert gehabt und haben den mit dem höchsten Wert genommen. Haben Sie so die Entscheidung gefällt, dann haben Sie das selbstverständlich mit dem analytischen System hier diese Entscheidung gefällt. Wenn Sie wie die meisten Menschen sich entschieden haben, dann haben Sie sich von Affekten leiten lassen, haben also das Erfahrungssystem hier genutzt, um eine Entscheidung zu fällen. Und das zeigt, auch wichtige Entscheidungen können durchaus durch das Erfahrungssystem hier gelöst werden. Vertrauen gehört natürlich zum Erfahrungssystem. Und ich werde jetzt dann verschiedene Formen von Vertrauen unterscheiden und werde dann auch die Frage stellen, ob es manchmal nicht sinnvoller wäre, wir würden das analytische System etwas häufiger einsetzen und vielleicht weniger häufig uns auf dieses Erfahrungssystem, auf das Vertrauen verlassen. Beginnen wir mit verschiedenen Formen von Vertrauen. Interpersonales Vertrauen, das ist Vertrauen, wenn wir Interaktion haben. Sie haben hier ein junges Paar, die haben verschiedene Krisen durchlebt, die haben entsprechend Vertrauen gehabt oder vielleicht auch Misstrauen manchmal ineinander. Sehr wichtiges Thema, aber für uns hier, ich werde nicht auf interpersonales Vertrauen eingehen, nur der Vollständigkeit halber hier aufgeführt. Zweite Möglichkeit ist Konfidenz. Und das würde ich sagen, ist die Erwartungshaltung aufgrund von Erfahrungen. Das heißt, bis vor kurzem gingen wir davon aus, wenn wir den Computer einstecken, werden wir Strom haben, der Computer wird aufgeladen. Das heißt, das war einfach eine unreflektierte Erwartungshaltung und das würde ich als Konfidenz bezeichnen und nicht als Vertrauen. Denn ein Auto, in das wir vielleicht auch Konfidenz haben oder auch nicht, je nachdem, was für ein Auto wir haben, das wird uns nicht in die Irre führen, das will uns nicht, es hat keine Intention. Das heißt, hier macht es keinen Sinn, von Vertrauen zu sprechen, deshalb hier das Wort Konfidenz. Kommen wir zum sozialen Vertrauen. Das ist Vertrauen basierend auf begrenzten Informationen. Und hier, wer dann noch darauf zu sprechen kommt, spielen Wertähnlichkeiten eine wichtige Rolle. Das heißt, wir nutzen unsere Abschätzung der Wertähnlichkeiten, um zu entscheiden, wem wir vertrauen wollen und wem nicht. Und dann gibt es noch so etwas, was wir als allgemeines oder generalisiertes Vertrauen bezeichnen können.
Das ist nämlich die Tendenz einer Person, mit der wir keine Interaktion hatten bisher, zu vertrauen oder zu misstrauen. Und das sind so klassische Fragen, die in Umfragen gestellt werden, wie man kann heute den Menschen nicht mehr vertrauen, das wäre dann negativ formuliertes Item für dieses allgemeine Vertrauen. Und dieses allgemeine Vertrauen können wir natürlich als Schmieröl für die Gesellschaft betrachten, weil wir können zeigen, dass generalisiertes Vertrauen positiv mit kooperativem Verhalten in sozialen Dilemmas korreliert. Was für Dilemmas sind das? Das sind, wenn Sie mit einem Partner hier zusammen spielen müssen, mit dem Sie keine Information über ihn haben. Und das Spiel ist so angelegt, dass wenn beide kooperieren, dann haben die insgesamt mehr Geld zusammen, als wenn sie eben nicht kooperieren würden. Wenn aber einer kooperiert und der andere kooperiert nicht, dann ist natürlich der kooperiert, beschissen, der bekommt nämlich dann nichts und der andere sehr viel. Und wenn beide nicht kooperieren, dann erhalten sie weniger, als wenn beide kooperiert hätten. Und bei diesen Spielen hier, da spielt das generalisierte Vertrauen eine wichtige Rolle. Das heißt, Leute, die höher generalisierte Vertrauenswerte haben, sind eher bereit, hier zu kooperieren. Putnam hat vor vielen, vielen Jahren ein Buch geschrieben, in dem er spekuliert hat, dass eben generalisiertes Vertrauen durchaus wichtig sein kann für die Wirtschaftsentwicklung. Er hat hier auch spekuliert, dass Beispiel die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung in Süditalien, Norditalien durch Unterschiede in diesem generalisierten Vertrauen erklärt werden könnte. Süditalien traditionell eher weniger generalisiertes Vertrauen vorhanden, deshalb kooperiert man vor allem mit Familienangehörigen, im Norden dann entsprechend höhere Werte, und wenn man natürlich wirtschaftlich sich entwickeln möchte, ist es eben wichtig, außerhalb der Familie hier auch zu kooperieren. Wir können auch sagen, dass generalisiertes Vertrauen negativ mit Risikowahrnehmung korreliert. Und während der Covid-Pandemie haben wir hier auch Daten erhoben und wir konnten hier zeigen, dass eben dieses generelle Vertrauen negativ mit der Risikowahrnehmung korreliert. Also Leute, die viel Vertrauen hatten, die nahmen weniger Risiken wahr und die zeigten tiefere Akzeptanz für die Maßnahmen zur Reduktion der Infektionszahl. Kommen wir zu sozialem Vertrauen. Wir haben hier zwei Beispiele in Organisationen, Personen, die man Vertrauen haben kann oder möglicherweise auch kein Vertrauen hat. Soziales Vertrauen hilft hier, Komplexität zu reduzieren, ist bei fehlendem Wissen relevant. Und wie entscheiden wir, ob wir jetzt diesen Personen, diesen Institutionen trauen? Wir tendieren dazu, den Personen, Institutionen zu vertrauen, die ähnliche Wertevorstellungen und Intention haben wie wir selber. Und Kompetenz, auch das konnte man zeigen, ist häufig weniger wichtig. Das ist nicht so entscheidend, sondern es geht hier wirklich um Übereinstimmungen der Wertevorstellungen. Vertrauen und Risikowahrnehmung korrelieren, wenn wenig Wissen vorhanden ist. Ich denke, man muss hier vorsichtig sein mit der Richtung hier, weil das kann natürlich zu mehr oder weniger Risiko führen. Ich meine, wenn ich Vertrauen in Greenpeace habe, dann nehme ich wahrscheinlich mehr Risiko wahr bei der Gentechnologie. Und wenn ich viel Vertrauen habe in die Industrie, dann werde ich wahrscheinlich weniger Risiken wahrnehmen. Das heißt, wir müssen uns immer auch fragen, Vertrauen in wen, um dann die Richtung hier bestimmen zu können. Nun bei der Nuklearenergie, hier Daten aus einer Studie, die wir vor und nach Fukushima machen konnten. Und zwar haben wir hier fett die Daten für die Werte nach dem Nuklearunfall und die nicht fetten Werte hier vor dem Nuklearunfall. Und wir haben hier Vertrauen gemessen und Vertrauen meint hier Vertrauen in Betreiber von Nuklearanlagen, in die verantwortlichen Bundesämter in der Schweiz. Und es zeigte sich hier, dass Vertrauen vor und nach Fukushima wichtig war für die wahrgenommenen Nutzenaspekte und die wahrgenommenen Risikoaspekte. Und was wir auch sehen hier ist, die Akzeptanz der Nuklearenergie wurde eben nicht in erster Linie durch die Risikowahrnehmung, sondern sie wurde durch die Nutzenwahrnehmung hier entsprechend bestimmt.
Das heißt, die Akzeptanz der Nuklearenergie ging eben zurück, weil kein Nutzen mehr gesehen wurde, weil hier die Schweiz dem Beispiel Deutschland gefolgt ist und gesagt hat, Nuklearenergie brauchen wir nicht mehr für eine sichere Energieversorgung, und das hat hier entsprechend dann die Akzeptanz reduziert. Und ich würde hier auch behaupten, dass die Befürworter der Nuklearenergie Opfer einer Schweigespirale wurden. Die haben nicht mehr darüber gesprochen, was für Nutzenaspekte es hat sich niemand mehr getraut, hier entsprechend sich für die Kernenergie einzusetzen, und das führte dann eben dazu, dass hier die Akzeptanz zurückging. Wie sieht es jetzt mit der Akzeptanz von Covid-19-Maßnahmen aus? Ich beziehe mich hier wieder auf Studien aus der Schweiz. Wir haben hier in einer Studie das soziale Vertrauen gemessen, und soziales Vertrauen war hier ganz klar in die Regierung. Also wir haben hier ein negativ formuliertes Item. Die Regierung übertreibt absichtlich die Gefahren des Coronavirus, also hier die Intention, die eine Regierung haben könnte. Und wir haben aber auch Weltanschauungen gemessen, wie zum Beispiel die Regierung sollte aufhören, den Menschen zu sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Und beide von diesen Konstrukten, soziales Vertrauen wie auch die Weltanschauung, die beeinflussten die Akzeptanz von Covid-19-Maßnahmen. Und ich würde behaupten, diese Wertvorstellungen, die wurden eben in sehr vielen Ländern nicht genügend berücksichtigt, weil bei den Maßnahmen ging es eben nicht in erster Linie nur um wissenschaftliche Fragen, sondern es ging dann darum, welche Trade-offs will man machen, was für Prioritäten will man setzen, und da spielen natürlich die Wertvorstellungen neben wissenschaftlichen Daten eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, ich würde hier mich dazu durchringen zu sagen, eben der Bürger sollte entscheiden, welche Maßnahmen akzeptabel sind und nicht Politiker oder Beamte. Vor 2-3 Wochen war dieses Statement hier von der Pfizer-Managerin in den Medien. Und die Frage, die ein Politiker gestellt hatte, war, was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? Und die Pfizer-Managerin hat gesagt, nein. Und da müssen wir jetzt nicht uns aufregen darüber, weil was sie gesagt hat, stimmt. Das ist akkurat. Man hätte das, wenn man alle Artikel gelesen hätte, wäre man nicht überrascht gewesen. Aber das Erstaunliche ist eben, dass die Politiker sich nicht an diese Publikation gehalten haben. Sie sehen hier die Schweizer Version von Ihrem Herrn Lauterbach. Und der hat hier gesagt, die Impfung gegen Corona schützt vor einer Ansteckung, der Weiterverbreitung des Virus und vor einem schweren Krankheitsverlauf. Und er hat auch gesagt, mit dem Zertifikat kann man zeigen, dass man nicht ansteckend ist. Also er hat genau das gesagt, was die Managerin von Pfizer richtigerweise gesagt hat, das wurde nicht überprüft. Aber die Politik hat so getan, als ob dieses Wissen vorhanden wäre, und hat dann entsprechend ihre Maßnahmen auf etwas abgestützt, was gar keine wissenschaftliche Grundlagen hat. Kommen wir zur Konfidenz. Phänomenologisch unterscheiden sich natürlich Vertrauen in eine Person und in eine Waschmaschine. Also das dürfte für Sie eigentlich nicht ganz überraschend sein, dass Sie hier das nicht gleich erleben. Wir können mehr oder weniger Konfidenz haben, dass unser Auto funktioniert oder nicht funktioniert, aber es täuscht uns nicht und hat keine Intention. Aber in einer Krise kann natürlich Konfidenz zu einem Vertrauensproblem werden, und das sehen wir in der gegenwärtigen Energiekrise. Denn in den letzten Jahren war Konfidenz in das Energiesystem eigentlich genügend, wir mussten gar nicht Vertrauen haben. Aber mit der Energiekrise wird es natürlich zu einer Vertrauensfrage. Da spielen plötzlich Wertvorstellungen, Werteähnlichkeiten eine wichtige Rolle. Und es ist eben nicht mehr nur Konfidenz, sondern Vertrauen, was jetzt relevant wird. Für Politiker und Beamte ist es natürlich bequemer, wenn die Leute ihnen vertrauen. Das heißt, wenn die Bürger hier eben nicht informierte Entscheidungen treffen, sondern dass sie mehr oder weniger machen, was ihnen vorgegeben wird. Und deshalb natürlich auch
immer dieses Klagen darüber, dass das Vertrauen nicht mehr da sei, dass das Vertrauen zu tief ist. Das würde ich als Politiker mir auch wünschen, dass die Leute mehr Vertrauen hätten. Das ist irgendwo nachvollziehbar. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass Politiker und Beamte, denen wir vertrauen, falsch liegen können. Wir haben gesehen, Energiewende führte zu einer Energielücke. Wir haben gesehen, dass Pandemiemaßnahmen unsere Freiheit zum Teil unnötig eingeschränkt hatten. Also es gibt keine Beweise oder Evidenz, dass Ausgehverbote hier wirklich sinnvoll gewesen wären, dass die Schließung von Kitas sinnvoll gewesen wäre. Das heißt, wir haben hier Maßnahmen, die eigentlich gar nicht gedeckt sind durch irgendwelche wissenschaftliche Evidenz. Aber selbstverständlich, Politiker und Beamte möchten, dass ihnen Bürger vertrauen, weil das Regieren natürlich etwas einfacher macht. Ich würde behaupten, dass weniger blindes Vertrauen und mehr kritisches Hinterfragen möglicherweise zu besseren Entscheidungen geführt hätte, wenn wir also hier die Maßnahmen in der Pandemie etwas ausführlicher diskutiert hätten, uns etwas mehr Gedanken gemacht hätten. Ich spreche jetzt nicht von den ersten 1-2 Monaten, als die Pandemie ausbrach, sondern ich spreche hier vor allem vom 2021. In dem Jahr hatte man bereits relativ viel Wissen und hat hier nicht mehr so ganz naiv Entscheidungen fällen müssen. Kommen wir zu meinen Schlussfolgerungen. Aus meiner Sicht macht es absolut Sinn, verschiedene Formen von Vertrauen zu unterscheiden. Wenn wir das nicht machen, entsteht Konfusion, weil dann eine Studie findet einen Zusammenhang, eine andere Studie findet keinen Zusammenhang. Einfach deshalb, weil unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge unter Vertrauen verstehen. Deshalb sollte man hier präzis sein, von was für einem Typus Vertrauen spricht man hier. Das generalisierte Vertrauen ist ganz klar Teil des sozialen Kapitals. Das heißt, das ist sicher positiv für eine Gesellschaft, wenn hier das generalisierte Vertrauen hoch ist, weil Kooperationen werden einfacher, die Risikowahrnehmung nimmt ab. Wir haben hier sicher einen positiven Effekt. Aber Vertrauen ist nicht per se gut oder schlecht. Also wenn wir von sozialem Vertrauen sprechen, können wir nicht sagen, das ist gut oder schlecht. Sondern das hängt davon ab, was für Ziele wir haben. Das hängt davon ab, was wir erreichen möchten. Und deshalb schließe ich mir meiner Vorrednerin an, dass so Floskeln wie Post-Trust Society wenig Sinn machen und wenig hilfreich sind. Wir haben gesehen, es gibt viel Vertrauen in die Wissenschaft. Wir haben auch gesehen, dass sich ein Teil der Bevölkerung wünscht, dass die Wissenschaft hier direkt Ratschläge an die Politik gibt. Ich würde davor warnen, dass die Wissenschaft diesen Weg weitergeht, denn Wissenschaftler, ist meine Beobachtung, die werden immer häufiger zu Aktivisten und machen normative Aussagen. Das heißt, sie machen Aussagen zu Wertvorstellungen, zu Werten und nicht mehr zu ihrem Kernbereich der Wissenschaft. Und ich bin der Meinung, wenn Wissenschaftler weiterhin Vertrauen in der Bevölkerung haben möchten, und zwar in der generellen Bevölkerung, dann sollten sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und weniger normative Aussagen oder Politik machen. Braucht unsere Gesellschaft mehr soziales Vertrauen oder Konfidenz? Ich habe hier einen Titel aus der NZZ gewählt, Tanzen bis die Maske fällt, das Virus und die Doppelmoral der deutschen Politik. In diesem Artikel ging es darum, dass, glaube ich, aus allen deutschen Parteien die Politiker durchaus ohne Maske an gewissen Anlässen unterwegs waren, aber der Bevölkerung vorschrieb, Masken zu tragen an denselben Ereignissen, an denen sie eigentlich ohne Masken teilnahmen. Und da sehen wir natürlich auch, dass man sich nicht ganz wundern muss, dass eine Berufsgattung hier ein Vertrauensproblem hat, wenn sie derart sich verhält. Ich bin der Meinung, wir sollten nicht mehr Vertrauen fordern, sondern ich bin der Meinung, wir sollten mehr Selbstverantwortung fordern. Nehmen wir das Beispiel Covid. Heute kann sich fast jeder selber vor Covid schützen. Es braucht kein Vertrauen oder Konfidenz in staatliche Maßnahmen, sondern es braucht hier Selbstverantwortung.
und nicht blindes Vertrauen in Politiker. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.